du sagen willst, was auf FEC das Pen ja nicht so viel wert ist und so, schon klar. Aber allein wenn ich zurückdenke, ich habe mal, was war das? War das eine Krabbe oder ein Fuchs? Ich wollte mal einen 1-2 Fuchs haben und habe 9 Versuche gebraucht für 1-2 oder so. Vielleicht war es auch eine Krabbe, ich bin mir nicht mehr sicher. Eins von beiden. Krabbe oder Fuchs. Ich glaube, es war der Fuchs, aber vielleicht war es auch die Krabbe. Das war ganz am Anfang, wo ich selber auch noch gesagt habe, ich will erstmal warten mit den Pets. Das war auch noch, bevor man Pets aus Dungeons kriegen konnte, glaube ich. Ja, es müsste noch gewesen sein, bevor man Pets aus Dungeons kriegen konnte, wo Pets wirklich noch arschteuer waren. Und da habe ich dann gesagt, naja, ich mache mir zumindest mal ein D-Pad. Und ich meine, D-Pad, klar. Was will ich da mit einem 1-1-Pad? Da wollte ich natürlich dann ein 1-2-Pad. Und ich meine, es waren 9 Versuche bei einer 30% Chance oder so. Und jetzt stell dir mal vor, du hast genauso viel Pech bei 1, 2, 3, 4. Da brauchst du 100 Pads und gibst 3 Milliarden aus, bis du da mal ein 1, 2, 3, 4 Pad hast. Also just saying. Just saying. Und schade, dass Fleisch nicht mehr den Hype hat wie früher. Naja. Flive Universe ist schon ziemlich ziemlich hyped. Muss man schon sagen. Also so viel Hype hatte das Game legit nicht mehr seit 2011 oder so. Es geht zwar besser. Also es geht immer besser. Aber so wie es momentan ist, hätten, glaube ich, die meisten nicht mehr damit gerechnet, dass es überhaupt nochmal so viele Leute spielen. Muss man fairerweise sagen. Und ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Jahr das war, aber ich habe mal Spielerzahlen gesehen von ganz DE Flive. Also quasi Concurrent Players. Was ja eh nicht die echten Spieler sind, weil da sind der Safe Character gemeint. Oder vielleicht IP-Adressen. Aber same shit eigentlich. Also ist nicht auf jeden Fall die totale Zahl an echten Menschen, die spielen. Ich meine, wie wirst du die jemals rausfinden? Aber es gab mal so einen Geschäftsbericht von Gala von 2014 oder so. Oder vielleicht aus was, 2011. Auf jeden Fall schon sehr lange her, schon über 10 Jahre. Und da standen tatsächlich mal die Spielerzahlen drin in einem Geschäftsbericht. Und es waren auf dem DE-Server unter 10.000. US-Server waren es, glaube ich, über 10.000. Französischer Server waren es irgendwie 5.000 oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Flive Universe Server gerade mehr als 10.000 haben. Zu Spitzenzeiten. Also allein schon, wenn Flive Universe FEC Server Channel 1 und oder Channel 2 komplett voll sind. Ich weiß nicht, wie viele Charakter da drauf passen, aber ich würde schon sagen, auf jeden Fall über 1000. Also wahrscheinlich ein paar tausend, 2, 3, maybe sogar 5000 Charakter. Ich meine Charakter wohlgemerkt. Das ist schon ordentlich. Und klar kann man natürlich sagen, ja gut, einer ist mit 8 online, einer ist mit 20 online und so, schon klar. Aber wenn du hier zigtausend Charakter hast, dann sind da trotzdem etliche tausend Spieler. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt schon krasse Zahlen haben. Wie es sie ewig nicht mehr gab. Also ich wette, wenn wir auf Steam wären, hier Flive Universe, und man den Player-Count da hätte, wo immer viele Spiele verglichen werden, Steam Player-Count, könnten wir bestimmt mit anderen MMOs mithalten. Also ich glaube, die Top-MMOs auf Steam haben 10.000 bis 20.000 Spieler zeitgleich. Top. Das wären zum Beispiel Elder Scrolls Online. Die haben meistens so um die 10.000 bis 15.000. Da können wir bestimmt mithalten. Aktuell zumindest. Mit FEC. Und Neverwinter habe ich vor ein paar Jahren gesehen, die hatten auch so 10.000. Das wären 2 vergleichbare Games, I guess. Bei Elder Scrolls Online ist nicht Free-to-Play. Aber zumindest ein MMO. Lost Ark auch von 1,3 Millionen auf 20, 30k. Das Spiel hatte nur 1,3 Millionen, weil davon 90% Bots waren. Als wir alle Bots rausgehauen haben, waren es ja gerade mal noch 100.000 oder so. Oh, ich habe einen Disconnect. Ah ja, klar. Ich spiele Anime und schaue Flive. Nice. Macher. Anime wäre, by the way, hammergeil. Ein Flive-Anime.
Ich würde es gucken. Ich würde es gucken. Crunchyroll-Abo ist jeden Cent wert. Weil man ein gottverlassenes Weep ist vielleicht. Sorry, ich wollte nicht persönlich werden. Tut mir leid. Es hat den Hype übertroffen. Du meinst so wie Flive? Das Einzige, das ich kenne, was jemals den Hype übertroffen hatte, war Flive. So, irgendwann kommt wohl der Tag, an dem man seinen Bloody Stuff auch an den Nagel hängen muss. Irgendwann kommt für uns alle der Tag. Sag das nicht. Der kommt für dich, wenn der letzte Server offline geht. Ja, ich denke, die nächsten 20 Jahre sind safe. Ich denke auch, die nächsten 20 Jahre sind safe. Dass BP schon immer Probleme hatte, Magiebeschleunigung zu bekommen. Und BP ist halt nun mal ein Magier. Oder zumindest ein Hybrid aus Magier und Kämpfer. Und der AOE-Skill hat leider auf Cast-Time skaliert. Und BP aber keinerlei Möglichkeiten hat, diese Cast-Time zu bekommen durch sein reguläres Equipment, weil das Equipment nicht vorgesehen ist, dass es Cast-Time gibt. Aus irgendeinem Grund. Ist es einfach Trash. Dem fehlt die Cast-Time. Mit Cast Break wäre AOE BP insane. Er hat aber keine Cast-Time und deswegen ist er Trash. Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go. So ein Auf und Ab. 6,5. Da kann man halt wirklich alles erwarten. Von 0 bis 10 Diamonds ist wirklich alles möglich. Heute sieht es eher aus, als würden wir Richtung 0 gehen. Also einen haben wir schon, aber... Na, jetzt kam noch einer. 4. Hilfige Silverbow ist ja mega günstig, Monster P. Na, der ist ja auch Trash. Wir starten mit 4. Und... wir sind immer noch bei 4. 5. 5. 6, 7. Komm schon. Komm schon, wir brauchen mehr. 8. 9. Naja, ist okay, glaube ich. $42 Diamonds. Wah, wah, wah. Wah, wah.